Hallo miteinander, mein Name ist Katja Rüegg. Ich arbeite am Stadtspital Zürich und seit dem Frühjahr 2020 beschäftigt sich unser Team mit Long-Covid in der Physiotherapie. Diese Videopodcasts von Physio for Physio richten sich in erster Linie an Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten. Heute möchte ich darüber sprechen, wie man das Pacing in der Praxis anwendet. Ich möchte euch hier einen Aufbau des Pacings aufzeigen in seiner optimalen Form. Leider lebt niemand von uns in einer perfekten Welt, wo man keine anderen Verpflichtungen hat, als sich auf sich selber und das Pacing zu fokussieren. Trotzdem kann es hilfreich sein, zu wissen, was das Optimum wäre und dann individuell gemeinsam mit dem Patienten nach Anpassungen zu suchen. Als erstes muss die Baseline aufgefunden werden, von wo aus dann alles weitere aufgebaut werden kann. Die Baseline ist das Aktivitätslevel, welches nachhaltig ist und regelmäßig Tag für Tag sowohl an guten wie auch an schlechten Tagen aufrechterhalten werden kann. Die wichtigen Worte in diesem Satz sind nachhaltig und regelmäßig. Es geht nicht darum, ein bestimmtes Aktivitätsniveau für einen bestimmten Tag zu schaffen, sondern ein möglichst konstantes Niveau über mehrere Tage und Wochen aufrechterhalten zu können, bei dem einem sowohl wie möglich ist. Es ist also kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Am schnellsten findet man die Baseline, wenn man alles bzw. so viel an Aktivität wie absolut möglich stoppt und sich nur ausruht. Für viele Menschen ist das extrem schwierig, kann aber auch eine Erleichterung sein. Der Auftrag lautet, sich quantitativ und qualitativ so viel und so gut wie möglich zu erholen. Der gesamte Fokus soll darauf gelegt werden. Nach 3, 4, 5 Tagen fühlen sich die meisten Menschen ein kleines bisschen besser und von diesem Punkt aus kann dann langsam mit dem Pacing begonnen werden. Als nächstes kommt die Stabilisierungsphase. Schlaf, Ernährung, Flüssigkeitsaufnahme, die Atemmuster oder auch orthostatische Probleme sind oft darunterliegende Instabilitäten, welche zuerst angegangen werden müssen. Das Ziel ist es, stabile biologische Uhren, also stabile zirkadiane Rhythmen aufzubauen. Das sind Themen, auf welche wir bestimmt in späteren Podcasts näher noch eingehen werden. Wenn wir das gemacht haben, muss dem gesamten System jetzt Zeit gegeben werden, damit es sich erholen und stabilisieren kann. Wie lange diese Phasen dauert, ist sehr unterschiedlich. Nach der Stabilisierungsphase kann begonnen werden, langsam Aktivitäten im Sinne von einem Symptom Titrated Pacing hinzuzufügen und zu schauen, wie man darauf reagiert. Das Motto ist hier, weniger ist mehr. Die Frage soll immer lauten, was kann ich ganz bestimmt schaffen? Man versucht, die Aktivität so tief zu halten, dass die Person wirklich zutiefst aus ganzem Herzen und ganz zuversichtlich ist und sein kann, dass sie das schaffen kann. Es sollte ein Niveau sein, das für das gesamte System körperlich, emotional und mental völlig stressfrei und bedrohungsfrei ist. Und dann zieht man am besten noch einmal etwa 20% ab, einfach damit man eine kleine Reserve hat für alles Unvorhergesehene, was das Leben so mit sich bringt. Nach der Aktivität ist die Frage, was sind qualitativ gute und adäquate Regenerationsstrategien? Auch über das Thema Regeneration sollten wir eine eigene Fortbildung produzieren. Das ist so ein wichtiges und komplexes Thema. Und nahezu alle Menschen, inklusive uns, sind ziemlich schlecht darin, sich gut regenerieren zu können. Ich habe das sehr viel gelernt aus dem Videopodcast The Why, When and How Pacing mit Ges Medinger. Das habe ich letztes Mal im Teil 2 schon vorgestellt.
Unter anderem spricht dort die Sue Pemberton, das ist eine Ergotherapeutin aus England, auch zum Thema Regeneration. Und sie betont, wie wichtig das es ist, der vorangegangenen Aktivität und der Symptome angepasste Regenerationsstrategien zu finden. Als Beispiel, wenn jemand am Computer gearbeitet hat und danach vielleicht Brain Fog oder Kopfschmerzen bekommen hat, ist es wahrscheinlich nicht optimal, wenn er sich auf das Sofa legt vor den Fernseher zum sich erholen. Vielleicht wäre dann ein kleiner Waldspaziergang oder ein Waldbaden sehr viel effektiver, damit wir den Kopf verlüften können. Wenn sich aber jemand körperlich erschöpft hat, weil er eine schwere Einkaufstasche in den 4. Stock hochgetragen hat, diese Person kann sich sehr wohl vor dem Fernseher auf das Sofa legen, weil der Körper kann sich dabei ganz wunderbar erholen. Wenn jemand anderes zum Beispiel sensorisch völlig überlastet ist, weil es zu viel Lärm, Licht oder andere sensorische Eindrücke gegeben hat, für den kann es absolut das Beste sein, in ein verdunkeltes Zimmer zu liegen, mit Ohrenstöpsel in den Ohren und einfach nur möglichst viel Ruhe von allen möglichen Eindrücken zu haben. Wenn aber jemand vielleicht sich emotional erschöpft hat, aus was für Gründen auch immer, dann kann ein Telefon mit einem guten Freund zum Beispiel die beste Regeneration sein. Es geht also darum, sich zu überlegen, welches System oder welche Aktivität oder welcher Anteil im Mensch sich erholen soll. Ist es eher der Körper? Ist es eher der Geist? Ist es eher die Psyche? Und wie kann ich diesem System die Regeneration am besten erreichen? Ich glaube, an diesen beiden Themen, Aktivität und Regeneration, erkennt man, dass Pacing eben wirklich eine hohe Kunst ist. Diese fein justierte Balance zwischen Aktivität und Erholung muss man üben. Das kann man nicht einfach so. Aber ich sehe, wie die Betroffenen, die das üben, wirklich immer besser werden darin. Meiner Erfahrung nach gelingt es niemandem mit dem Pacing nie mehr Rückschläge zu haben. Eben weil es so schwierig ist und weil das Leben nie planbar ist und immer Unvorhergesehenes mit sich bringt. Aber es gelingt vielen immer seltener und immer weniger heftige und immer kürzere Crashs zu haben und sich auch immer wieder schneller zu erholen. Es ist hilfreich, Aktivitäten zu strukturieren und zu analysieren, um gewisse Muster zu erkennen. Also man kann Aktivitäten einerseits in eine Art der Belastung, das ist es körperlich, kognitiv, emotional, sozial oder sensorisch einteilen, oder in die Intensität der Belastung, ist es eine leichte, mittlere oder sehr anstrengende Tätigkeit. Gute Hilfsmittel können sein, ein Aktivitätstagebuch zu gebrauchen, Tages- oder Wochenpläne zu erstellen, die Borg-Skala oder auch das Herzfrequenzmonitoring können gute Hilfsmittel sein, um diese Analyse zu machen. Es geht wiederum Muster zu erkennen. Wenn zum Beispiel jemand am meisten Mühe hat am Morgen beim Aufstehen, dann sollte man Strategien finden, wie das verbessert werden kann. World Physiotherapie hat auf den letzten Weltphysiotag am 8. September 2021 viele Informationsblätter zum Thema Long-Covid erstellt. Die meisten sind in vielen verschiedenen Sprachen erhältlich. Unter anderem haben sie auch ein Aktivitätstagebuch erstellt. Das ist leider nur auf Englisch verfügbar, aber man kann es gratis herunterladen. Und es ist so einfach, dass wenn man das mit den Patienten zusammen anschaut, auch wenn sie kein Englisch sprechen, dann sollten sie das gut verstehen können. Wer es aber lieber elektronisch mag, da gibt es auch Apps, zum Beispiel das Long-Covid-Tagebuch von Q-Perior AG oder das Insel Health Covid App vom Inselspital Bern. Beide sind sehr geeignet und sehr zu empfehlen. Wer sich mit der Borg-Skala und dem Herzfrequenzmonitoring als Hilfsmittel zur Aktivitätsanalyse vertraut machen möchte, findet auch hier bei Althea sehr gute Ratgeber. Damit zur rechten Zeit mit Stopp reagiert werden kann und Rest, also Ruhe, eingelegt werden kann,
ist es wichtig, sehr achtsam erste Warnzeichen für einen zu hohen Energieverbrauch zu erkennen. Im Altea-Ratgeber Fatigue Pacing Teil 1 Grenzen erkennen gibt es ein sehr schönes Arbeitsblatt, das die Patienten und Patientinnen ausfüllen können, um die eigenen Warnhinweise kennenzulernen. Das Wahrnehmen und Erkennen der eigenen Hinweise ist sehr wichtig, um genug früh eine Pause einlegen zu können, bevor eben die Grenzen überschritten werden. Man sollte lernen, seine aktuellen Grenzen in den sicher vier Aktivitätsbereichen zu erkennen, also körperlich, geistig, kognitiv, sozial und emotionale Aktivität. So sieht das im Altea-Ratgeber aus. Hier als Beispiel sehen wir zur körperlichen Aktivität. Es gibt aber, wie gesagt, dann auch Beispiele noch für andere, zum Beispiel die Warnhinweise für emotionale Aktivität, die zum Beispiel dann Schlafstörungen sein können oder Stimmungsschwankungen oder so. Mit der Zeit kann man immer besser werden im Erkennen seiner Warnhinweise und wie man auf verschiedene Aktivitäten reagiert und lernt fast wie bei einer Ampel im Straßenverkehr, ob man noch weitermachen kann, weil die Ampel auf grün ist oder vielleicht nur auf ganz leicht orange oder ob sie auf deutlich orange ist oder gar rot steht und man ganz dringend eine Pause einlegen muss. Es gibt verschiedene Metaphern, Bilder und Theorien, um Menschen das Pacing näher zu bringen. Die wohl bekannteste ist diese Energy Envelope Theorie. Die Energy Envelope Theorie wurde von Professor Leonard Jason im Jahr 2013 zum ersten Mal in einem Artikel erwähnt. Dr. Jason ist selber an einem ME/CFS erkrankt und erforscht seither zum Chronic Fatigue Syndrom. Der Begriff innerhalb des Energy Envelopes zu bleiben, bedeutet einfach, innerhalb seiner Energiereserven zu sein. Dieser Begriff liest man sehr häufig. Ich persönlich finde das Bild des Briefumschlags als eingängige Metapher immer noch etwas befremdlich und benutze es deshalb selber nie. Was ich aber sehr oft benutze, ist die Bank Account Theory, die wurde von Bruce Campbell aufgestellt. Auch er ist an ME/CFS selber erkrankt und wieder genesen. Und die Theorie besagt in kurz, gib nur so viel Geld aus, wie du auf deinem Konto hast. Lasse immer eine Reserve auf dem Konto für unvorhergesehene Ausgaben. Und das Konto ins Minus zu belassen, lohnt sich nicht, weil die Zinsen viel zu hoch sind, die man danach bezahlen muss. Eine weitere Metapher, die man sehr viel benutzt, ist das der Batterien oder des Akkus. Das hilft sehr vielen Leuten. Der Akku ist bei Long-Covid-Patienten nicht vollständig geladen. Es gilt daher, nicht mehr Energie zu verbrauchen, als vorhanden ist und sich stets auch diese kleine Energiereserve zu bewahren. Jede komplette Entladung des Akkus verzögert den Heilungsverlauf. Das Ausruhen entspricht dem Aufladen des Akkus. Oder was wir auch schon gehört jetzt vorhin haben, ist die Straßenampel. Auch dieses Bild kennt jeder. Wenn die Ampel auf grün steht, dann kann man weitermachen, weitergehen. Das heißt, wir haben noch genügend Energiereserven. Steht die Ampel auf orange, sind erste Warnzeichen bereits vorhanden und die Energie neigt sich dem Ende zu. Und eigentlich sollte spätestens jetzt eine Pause eingelegt werden, damit die Ampel gar nie erst auf rot steht. So, zum Thema Pacing würde sich noch so viel sagen lassen und das werden wir von Physio4Physio ziemlich sicher auch. Aber fürs Erste hoffe ich, dass ihr durch diese Trilogie über das Thema Pacing genügend Rüstzeug in die Hand bekommen habt, um mit euren Patienten zu arbeiten beginnen. Ich verabschiede mich für heute und freue mich auf ein nächstes Mal. Tschüss zusammen.